Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Endschau an von auch einem zweiten neuen Festival für mich. Dann haben wir mittlerweile auch einige durch, ne? Also die DEFCON haben wir uns jetzt angeschaut, Electric Love, dann Reverse und jetzt Shutdown. Ich werde mich hier langsam weiterbilden. It begins with a tremble. Aber das ist jetzt Open Air. Ja, das ist Open Air. A force, a vibration from deep below. Das scheint gar nicht so klein zu sein, das Festival. A pulse that cracks the silence and never lets go. This is not just rhythm. This is resistance. This is unity in distortion. Our hearts beating faster than fear. We merge in sweat, bass, and madness. This is the Das ist sehr shutdown nice. of gravity. Of everything they said we couldn't be. We are thousands. One breath, one scream. It doesn't fade. It becomes us. This is the eternal pulse. Aber ich habe das Gefühl, das ist sogar noch besser vom Visuellen und dem Bass, wie es jetzt bei dem Reverse Festival war. So rein auf alle Takte kommt genau das, was, finde ich, darauf passt. Mit den Feuerwerken, mit den Lichtshows bin ich bisher sehr beeindruckt. Ich glaube, ca. 30.000 Besucher rein und es hat 5 Stages. 5 Stages! Für eigentlich, dass es vielleicht ein bisschen kleineres Festival ist, finde ich 5 Stages echt viel. Wow. Is the eternal pulse. Die DEFCON Red Stage ist 3-mal breiter. Das kommt mir aber so groß vor hier. If you want to feel the pulse inside a fire that never dies, where time and destiny collide, we rise, we fight. No chains can hold us down. We rise till we shut down. Wow. Aber wie cool bitte ist dieses Video auch die gemacht. From the silence we scream to ignite the sound. We are the stars that won't burn out. We let the earth shake, nothing holds us down. To light the fire that we never shut down. Alter, wie diese Lichter. Aber ja, es ist sehr deutlich härter. Vor allem, das ist ja die Endshow und ich vermute mal, dass die schon noch verhältnismäßig mainstreamiger ist als der Rest des Festivals, oder? Also bei der DEFCON ist es zumindest so, dass die Endshow oder das Closing Ritual eher mainstreamiger sind, obwohl die einzelnen Stages ja schon teilweise relativ hart sein können. Anfang immer gut und dann scheißen die rein. Oh nee, jetzt kommt meine Musik. Nee, das fühle ich nicht ganz so. Also rein musikalisch finde ich es gar nicht gut, aber es ist gar nicht... Ich fühle es zu 40%, die Musik. Das zum Beispiel finde ich sehr nice, den Track. From the silence we scream to ignite the sound. We are the
Boah! Warum ist das denn so hart? Es ist so, die ersten 50% der Songs sind immer richtig gut und die zweiten 50% sind dann so, wo ich denke, Hilfe, wo bin ich jetzt hier gelandet? Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist das Festival mit einer der besten Lichtershows rein vom Takt her, dass die wirklich auf den Takt genau das so bieten. Ich habe manchmal bei anderen Festivals, auch bei der DEFCON, ist es zwar super gut, dass die Lichtershow, aber man bekommt es fast gar nicht so mit, weil so viel passiert, dass es gar nicht manchmal so 100% zusammenpassend ist. Aber hier ist so irgendwie, es ist relativ minimalistisch gehalten. Es ist nicht so Overload an irgendwelchen Lichteffekten. Dadurch sieht man richtig, wie gut das passt. Die zweiten 50% sind umso besser, meinst du? Gibt jetzt von DEFCON ein Set, wo die zusammen mit Sick Mode eine neue Live-Show haben. Und da geht das nur so. Das wäre ja gar nichts für dich. Nee. Schön. Ich muss sagen, die Kokosnuss-Sounds finde ich mittlerweile ganz nice. Wie wird der Ton genannt? Dieser etwas tiefere Sound. Hat der eine bestimmte Bezeichnung? Weil das ist ein Sound, den ich nicht so fühle. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. So, ich finde fast so die Kokosnuss-Sounds, die so ein bisschen höher und heller sind, finde ich eigentlich sogar mittlerweile okay. PVC-Kicks, PVC-Kicks, heißen die so, weil du in den PVC-Boden reinkickst oder warum? Jufa, danke schön für den Follow, herzlich willkommen. Warum in den PVC-Kicks? So wie der Bodenbelag, ist das krank. PVC-Kicks mag ich nicht. I just want to feel your touch, rave, dance, drink, fuck. I just want to feel your touch. Also guck mal, vor allem, egal wen du da siehst, gefühlt keiner kann richtig zu dieser Musik sich bewegen, weil die so off ist zu eigentlich normalen Takten. Rave, dance, drink, fuck. Rave, dance, drink, fuck. I just want to feel your top. Bisher finde ich den ganz nice, sogar den Track. Aber ich habe Angst, es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Kann man auch, wenn man fit genug dafür ist. Also du meinst, wenn man die ganze Zeit in dem Takt jumpt. Dazu kannst du halt gefühlt nur den hier machen. Weil sonst, also alles andere ist einfach zu schnell. Das finde ich cool. Das ist ja jetzt schon. Den Track finde ich sehr geil. Okay, ab da nimmt der Song jetzt ab. It's time for the running dance.
Aber der Track an sich ist geil. Das ist sehr cool gemacht. Aber der Track ist sehr cool. Der könnte in so einer Power Hour oder in so einem Warrior Workout richtig gut reinschallern. Der macht schon einen Motivationskick, muss ich schon sagen. Also die eine tiefere Passage mochte ich nicht so, aber alles außer diese Passage finde ich sehr nice. You completed the challenge. You're officially an OG Raver. Genau, das finde ich auch richtig gut bei dem Track, dass sie die Melodie behalten. Das ist nicht so, also der eine Teil, da finde ich, haben sie die Musiken, also die Melodie in diesen Beats ein bisschen verloren. Das ist der Teil, den ich auch nicht so mag. Und alles andere hat so einen super melodischen Anteil, den ich voll cool finde. Finde ich richtig cool. Das ist crazy. Das fühle ich. Das war jetzt Raw bzw. Extra Raw, okay. Gangsta's Paradise ist auch so ein geiler Track. Das ist ein nicer Track. Also auch der Remix daraus. What do you right now? Strong. Everybody feels the way I do. Ja, kenne ich, Pike. Ich kenne die Opening-Musik von Game of Thrones, habe davon auch mal einen üblen Remix gehört. Oha, okay. Ich habe noch nie einen Remix von GOT gehört. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist episch. Und jetzt wird er down gehen.
Deutscher Krach. Nee, das ging. Das ging gut. Das hat Spaß gemacht. Holy vibet im Overlay mit. Kann man nicht To every verübeln. owner of an orange heart, know that nothing shall tear it apart. When the world will try to divide us, then this music will reunite us. May the heavens be praised with our sound as we gather on holy ground, where the doors are open wide for the ones that have seen the light. This is our church. Hier wird der Track sehr gefühlt, habe ich das Gefühl. Kenne ich gar nicht. This is our church. Das ist doch ein nicer Hardstyle-Track zur Abwechslung. Was eine hübsche Frau gerade zu sehen war. Der war hübsch, der This Track. was Shutdown Festival 2025. Travel safe. See you in 2026. Aber kannst du mir nicht sagen, dass der eine Sound dich so ein bisschen an an Q-Dance erinnert hat? Das ist 2018 released worden, den Track. Habe ich noch nie vorher gehört, ist aber, das fand ich ich fand einer der besten Tracks aus der Endshow. Ich fand es eine generell erstaunlich gutes Festival. Hoppala. So mit der Licht- und Ton-Synchronisation fand ich sehr cool. Es hat einen nicen Vibe. Mir wäre das Festival, glaube ich, wenn ich dort vor Ort wäre, wäre es mir zu hart. Wenn man das wirklich mehrere Stunden am Tag hört, wäre es mir zu viel. Jetzt so einfach mal ein paar Songs reinschnuppern, war nice. Und was ich sehr schön finde, dass sie echt viele auch von Pop-Songs mit reingebracht haben, generell in das Festival. Ich vermute mal, dass das öfter mal beim Festival also zu finden ist. Das findet man jetzt in den anderen Festival-Endshows-Videos oder in diesen Aftermovies ein bisschen seltener, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei der DEFCON gibt es dann so einen Track oder sowas bei der gesamten Endshow, wo man sagt, den Track kenne ich. Und da gab es dann direkt 3, 4 Tracks, die aus der Popkultur quasi bekannt waren.